Diabetes ist eine chronische und sehr ernsthafte Erkrankung, die sich durch eine erhöhte Zuckerkonzentration im Blut manifestiert. Ihre Ursache ist Insulinmangel. Dieser Mangel kann absolut oder relativ sein. Der absolute Insulinmangel wird von der Zerstörung insulinproduzierender Zellen der Bauchspeicheldrüse verursacht, die für die Insulinsynthese verantwortlich sind. Diese Form der Diabetes kann nur durch Spritzen von Insulin behandelt werden. Man nennt sich auch Diabetes mellitus Typ 1. Diabetes mellitus Typ 2 bezeichnet einen relativen Insulinmangel. Grund hierfür ist eine zu geringe Insulinwirkung an den körpereigenen Zellen. Diese wird durch Verabreichung per orale Antidiabetika, also Tabletten, behandelt, die die Sensibilität der Gewebe gegenüber Insulin erhöhen sollen. Typ 1 taucht mitunter schon im Kindesalter auf, beispielsweise durch Autoimmunprozesse oder virale Infektionen, bei denen körpereigene Antigene die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstören. Menschen mit Diabetes Typ 1 müssen von Kindheit an Insulin spritzen. Typ 2, früher auch als Altersdiabetes bezeichnet, ist häufig die Folge eines allzu guten Lebensstils. Gut und viel Essen, viel und gern Autofahren und wenig Bewegung. Kuraufenthalte sind sehr gut für Patienten geeignet, deren Diabetes stabil ist. Patienten mit instabilen Blutzuckerwerten ist von medizinischen Kuren abzuraten. Eine gute Kompensation des Blutzuckers, eine gute Kompensation dieser Erkrankung sind dringend geboten. Nicht allein deswegen, dass der Patient überhaupt zur Kur kommen kann, sondern auch damit Spätkomplikationen der Diabetes so spät wie möglich auftreten oder ganz vermieden werden. Sie werden von den Störungen des Zucker- oder auch Fettstoffwechsels im Blut verursacht. Die Folge ist die sogenannte Mikroangiopathie, eine Erkrankung der kleinen Blutgefäße, Kapillaren, die mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar sind. Bestimmt haben Sie schon davon gehört, dass Menschen mit Diabetes Probleme mit den Augen, Nieren oder geschwollene Beine haben. Das ist eine Ursache. Eine weitere ist die Makroangiopathie, eine raschere Form der Atherosklerose. Dies sind wiederum pathologische Veränderungen der großen Blutgefäße. Das heißt, zu den Problemen mit den kleinen Blutgefäßen kommt noch hinzu, dass die Beine nicht richtig durchblutet werden. Dazu kommt es noch zur Neuropathie, also Gefühllosigkeit. Diabetiker reagieren so nicht rechtzeitig auf schmerzhafte Reize, beispielsweise, dass die Schuhe drücken. Gesunde Menschen reagieren augenblicklich auf Schmerz, sie aber fühlen ihn nicht, was sehr gefährlich ist. Wenn ein Diabetiker in der Nacht im Dunkeln auf die Toiletten muss, dann merkt er nicht, wo er hintritt, so kann er sich die Zehen verstauchen. Und diese reagieren dann mit der erwähnten Komplikation. Es beginnt mit kleinen Pusteln auf der Haut. Makro- und Mikroangiopathie und Neuropathie komplizieren so den ohnehin schlechten Gesundheitszustand. Grundanliegen der medizinischen Kur ist es, den Prozess der Veränderungen an den Gefäßen und Nerven aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Diabetiker haben nämlich noch ein Problem. Die Gelenke werden steif. Das rührt daher, dass sich die Qualität der Bindegewebes verschlechtert. Die steifen Gelenke verursachen wiederum, dass sich das Gehstereotyp verändert, was die Gefahr von Unfällen erhöht. Sie leiden häufig unter dem Karpaltunnelsyndrom und sogenannten tauben Fingern. Unsere Aufgabe ist es daher, diese Komplikationen zu verzögern oder zu verlangsamen. Ganz bestimmt diverse Kohlensäuretherapien, Kohlensäurebäder, Kohlendioxid-Trockenbäder. Sie verbessern die Durchblutung. Wenn man in der Wanne liegt, verbessert sich die Durchblutung im ganzen Körper und der Effekt von Stresshormonen verringert sich. Man fühlt sich zufrieden und beruhigt. Bei Stress erhöhen sich die Blutzuckerwerte, senkt man also die Stressfaktoren, sollte auch der Blutzucker nicht mehr steigen. Alle Formen der Wärmetherapie verbessern die Beweglichkeit der Gelenke.
Frage. Aber auch hier muss das Behandlungsprogramm individuell zusammengestellt werden. Denn Klienten mit isolierter Diabetes gibt es nur sehr wenige. Die meisten, namentlich bei Typ 2, sind Klienten mit zu hohem Blutdruck, koronarer Herzkrankheit, auch nach Infarkten oder Schlaganfällen, sodass das Behandlungsprogramm ihrem gesundheitlichen Gesamtzustand angepasst werden muss. Unbedingt ist Bewegungstherapie, das heißt Gymnastik, angesagt, in der Gruppe auf dem Trockenen oder im Wasser, allein oder mit einem Therapeuten. Wiederum individuell je nach körperlicher und gesundheitlicher Verfassung. Vermeiden. Bestimmt große Fehler des Lebensrhythmus, Unregelmäßigkeit im Leben. Jeder Mensch sollte auf einen regelmäßigen Lebensrhythmus achten und für Diabetiker gilt das doppelt. Zur gleichen Zeit aufstehen, regelmäßig essen, regelmäßige Bewegung und Erholung. Häufige Störungen dieses Lebensrhythmus sind schädlich. Bedenklich sind auch Sportarten mit erhöhtem Unfallrisiko, denn bei Diabetikern halt alles viel schlechter. Bestenfalls jedes Jahr, aber von großer Bedeutung ist auch, wie man die Zeit zwischen den Kuren verbringt. Kuren, diverse Therapien, all das nützt wenig, wenn man den Rest des Jahres bei Eisbein und Sahnetorte und trägem Herumsitzen vor der Glotze verbringt. Auch im Alltag sollte auf einen gesunden Lebensstil achten. Ein bisschen Kaffee kann nicht schaden, möglichst mit wenig Milch oder Sahne. Viele Restaurants bieten heute zudem nicht nur Sachertorte mit Schlagsahne, sondern auch weniger süßen Joghurt oder Quarkkuchen, bei dem man wenigstens das Gefühl hat, gesünder zu essen. Die Frage ist, wie sehr mag ich mich? Ist mir das kurze Glücksgefühl bei einem Stück Sahnetorte die anschließenden Beschwerden wert oder nicht? Das ist letztendlich eine Frage der Selbstachtung.